Soll man wegen seiner Kinder nicht auswandern, um also zu verhindern, dass die Kinder entwurzelt werden, um sie nicht zu traumatisieren durch einen solchen Umzug ins Ausland? Mit diesen Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video befassen. Wenn Mandanten aufgrund familiärer Beziehungen nicht auswandern wollen oder wenn sie diesbezüglich Einwände haben, man könnte auch sagen Vorwände, dann hat das in der Regel 3 Gründe. Erstens die Eltern, die vielleicht pflegebedürftig sind oder schon alt sind. Zweitens die Ehefrau, die nicht weg will. Entschuldigung, die Damen. Oder drittens, vielfach sind es auch die Kinder. Zu den Ehefrauen und zu den älteren Eltern will ich nochmal ein separates Video machen. In diesem Video wollen wir uns mit der Frage befassen, ob Kinder ein guter Grund sind, nicht auszuwandern. Vorab soll ich sagen, dass ich selbst ziemlich viele Kinder habe, nämlich 7. Ich bin mit diesen Kindern oder einem Teil der Kinder, je nachdem, ob sie schon da waren oder zu dem Zeitpunkt schon außer Haus waren, in insgesamt 6 Länder umgezogen, in einem Zeitraum über ungefähr 20 Jahre. Ich kann also hier durchaus von Erfahrung sprechen. Zunächst mal muss man ganz klar sagen, dass wir natürlich alle Gewohnheitstiere sind und dass wir auch einer gewissen Gehirnwäsche seitens unserer Regierung und seitens unserem Erziehungssystem unterzogen werden. Aber das ist in jedem Staat das Gleiche. Das ist in den USA so, in Frankreich so und in Italien ganz genauso. Hat vielleicht auch was mit Patriotismus zu tun. Grundsätzlich werden wir also so erzogen, dass unser Land das Beste ist, dass man nur in diesem Land hier Kinder großziehen kann, dass nur in diesem Land es ein gutes Erziehungssystem gibt und ein gutes Schulsystem gibt. Und wenn die Kinder hier nicht die Karriere im deutschen Bildungssystem durchlaufen, dann werden sie im Leben scheitern, möglicherweise obdachlos werden oder es nie zu etwas bringen. Hinzu kommt dann auch noch, dass es meistens in unserem Umfeld viele Personen gibt, die uns für verrückt halten und die sagen, tu das den Kindern nicht an. Angefangen bei den Großeltern, über die Lehrer, über Freunde, Verwandte und so weiter und so fort. Wenn man sich also mit dem Thema Auswandern beschäftigt, gerade wenn es um Kinder geht, dann ist man hier ziemlichem Druck ausgesetzt von außen und hat manchmal schwer, sich zu behaupten. Versuchen wir hier nun einmal die objektiven Tatsachen und die objektiven Fakten tatsächlich zu ermitteln. Wie gesagt, ich habe selbst etliche Kinder, möchte jetzt eigentlich aber mal noch viel früher anfangen, nämlich bei meiner eigenen Kindheit. Ich bin ja in Freiburg im Breisgau in Baden-Württemberg groß geworden, habe dort meine gesamte Kindheit und Jugend verbracht. Eine schöne Stadt, muss ich sagen, gefällt mir heute sehr gut, komme ich sehr gerne zum Besuchen, aber natürlich als junger Mensch furchtbar einengend, spießig, provinziell. Also wenn man als junger Mensch in seiner Sturm- und Drangzeit hinausgehen will, um die Welt zu erobern und die Welt zu erleben, dann ist wahrscheinlich Freiburg dafür der schlechteste Ort, den es auf der ganzen Welt gibt. Ich bin dort in den 80er Jahren groß geworden und es war die Zeit von Knight Rider, A-Team und anderen US-Serien, die ich im Fernsehen geschaut habe. Und natürlich hatte ich eine Faszination mit den USA. Es war mir schon relativ früh klar, ich möchte weg aus Deutschland, ich möchte nach Amerika gehen. Hier war einfach natürlich die USA so das Sinnbild für das Gute, für das technologisch Fortschrittliche, für schönes Wetter, Essen, das Kinder mögen, Fastfood und so weiter. Mein Vater hatte dann in den 80er Jahren ein paar Mal die Möglichkeit, aus beruflichen Gründen in die USA zu gehen. Es ging einmal sogar so weit, dass er nach San Francisco hier reiste für ein Jobinterview. Meine Geschwister und ich, wir waren hier sehr vorfreudig. Wir wollten alle weg. Wer will nicht in San Francisco leben? Wer will schon in diesem scheiß verregneten Deutschland bleiben, wenn er nach San Francisco gehen kann, obwohl auch dort das Wetter nicht so gut ist wie der Ruf. Wer schon mal dort war, der kann das natürlich bezeugen. Mein Vater ging da zum Interview hin. Das lief auch wirklich gut. Aber hinterher teilte er der Familie mit, dass er aus Rücksicht auf die Kinder und auf die Familie nicht nach San Francisco geht, denn er will uns das nicht antun. Er will uns nicht entwurzeln. Wir waren als Kinder ziemlich wütend. Ey, Alter, haben wir uns gedacht, hast du eigentlich einen totalen Vogel? Was glaubst du? Glaubst du, wir wollen wirklich hier bleiben in dieser Stadt und wären nicht alle viel lieber in San Francisco? Was du unter Entwurzelung verstehst, ist uns doch völlig egal. Es gab dann hinterher noch weitere Chancen, auch mal noch andere Länder, zum Beispiel Chile stand man noch im Raum, aber hier
wurden dann auch ähnliche Entscheidungen getroffen. Natürlich, mein Vater hat es nur gut gemeint, ich nehme sie mir heute nicht übel, aber man soll nicht automatisch denken, dass Kinder hier extrem leiden würden und man sie entwurzelt, wenn man mit ihnen ins Ausland geht. Verwurzelung der Kinder findet ja primär in der Kernfamilie statt und wenn diese Kernfamilie glücklich ist, wenn man gut gelaunt ist, den Kindern ein schönes Leben bietet, was nicht heißt ein Leben mit viel Geld, aber ein schönes Leben, harmonisches Leben, dann ist das im Grunde genommen das Wichtigste und die halbe Miete. Ähnliche Erfahrungen mache ich auch in Gesprächen mit vielen Mandanten. Vielfach machen sich die Mandanten Sorgen um die Kinder, aber tatsächlich sind es nicht Sorgen wirklich um die Kinder. Es ist nicht wirklich selbstlos, sondern eigentlich egoistisch. Es ist die eigene Angst der Eltern, etwas falsch zu machen, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen, hier in die unbekannte See sozusagen zu stechen. Darum geht es eigentlich wirklich. Es geht nicht wirklich um die Kinder. Und wenn man mal ehrlich wäre, dann würde man das auch einsehen. Wenn es wirklich zum Beispiel um die angeblich so gute Schulbildung in Deutschland ginge, muss man sich nur die PISA-Studie anschauen, um zu sehen, dass das sowieso nicht gegeben ist. Dann würde man ja gerade deswegen auswandern, weil es so viele Länder gibt, inklusive übrigens die USA, der UK und andere, wo objektiv betrachtet die Schulbildung besser ist als in Deutschland. Wie gesagt, viele Mandanten machen die gleichen Erfahrungen. Das sind es die Kinder, die gerne weg wollen, gerade die Jugendlichen. Wir dürfen nicht vergessen, dass für viele Menschen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, ja die Teenagerjahre früher, aber auch heute natürlich, vielleicht heute noch umso mehr, auch Jahre sind, die kompliziert sind. Vielen gefällt es nicht in der Schule. Viele, die nicht sehr angepasst sind, hassen vielleicht sogar die Schule. Die können es gar nicht erwarten, dort rauszukommen. Die hält nicht viel in Deutschland. Ganz davon abgesehen ist ja meistens auch Deutschland nicht sehr weit weg, vielleicht einige Flugstunden und daneben gibt es dann Social Media, Messenger und so weiter. Das heißt, den Kontakt mit Freunden verliert man ja ohnehin nicht wirklich. Wie gesagt, ich werde zu pflegebedürftigen Eltern noch zu einem späteren Zeitpunkt mal was sagen, aber im Grunde genommen finden wir dort eine ähnliche Herangehensweise, ja. Wenn du in Europa irgendwo wohnst, bist du auch in ein paar Stunden bei deinen Eltern in Deutschland. Ja, also ob du jetzt von Bremen nach München reist oder ob du jetzt von Zypern nach München reist, du bist genauso schnell da. Ja, wenn irgendwas mit den Eltern ist. Ja, also diese ganze Aussage, ich muss schnell bei den Eltern sein, deswegen kann ich Deutschland nicht verlassen. Das ist natürlich auch in ähnlicher Weise mit den Kindern zu sehen. Hier vielleicht anders. Hier vielleicht, wenn es um den Besuch der Großeltern zum Beispiel geht, die ja dich dann auch im Ausland besuchen kommen können. Oder du kannst nach Deutschland zu Besuch gehen oder die Kinder können dort alleine hingehen, wenn sie ein bestimmtes Alter haben. Also da sollte man sich tatsächlich nicht so viele Gedanken machen. Ich selbst, wie gesagt, habe in verschiedenen Ländern gewohnt, darunter die USA, darunter Irland, darunter eben auch der UK. Ich habe in diesen Ländern auch verschiedene Schulsysteme ausprobiert und Schule ist ja immer auch so ein wichtiges Argument. Privatschule, staatliche Schule, Homeschooling oder auch mal kirchliche Schule. Ich würde zu keinem System sagen, dass es jetzt nur schlecht ist. Ich finde, es hängt auch stark vom Kind ab. Jedes Kind ist unterschiedlich. Man muss die Bedürfnisse von jedem Kind auch unterschiedlich hier bewerten und entsprechend dann die richtige Schulbildung für das Kind auswählen. Aber als ich in den USA gelebt habe mit meinen Kindern und wir dort Homeschooling gemacht haben, da muss ich sagen, das hat den Kindern besser gefallen als jede schulische Institution, die sie davor oder danach besucht haben. Auch dort ist es ja nicht so, dass man dann komplett hier abgeschieden ist und nie andere Leute sieht. Wir hatten eine Ranch in Texas, da waren ständig Leute, wir hatten dort Personal und wir hatten auch ständig Gäste, die dort ein- und ausgegangen sind. Die Kinder hatten auch ihre Homeschooling-Gruppen. Es gab bestimmte kirchliche Gruppen. Die Kinder waren jeden Tag mit Freunden hier unterwegs. Also man kann tatsächlich nicht sagen, dass hier die Sozialisierung zu kurz gekommen ist. Haben Sie wirklich eine Sozialisierung vermisst, wie sie die Schule bietet? So eine Zwangsjacke sozusagen? Ich glaube nicht. Aber wie gesagt, ich bin nicht gegen Schule. Ich finde auch Schule vor allen Dingen für die Eltern natürlich komfortabel. Ja, dann müssen sie das Ganze nicht selbst machen. Aber Homeschooling kann eben auch eine schöne Alternative sein, wenn das die Kinder und das die Eltern wollen. Ich finde es absolut unnötig, dass Kinder zum Beispiel in eine deutsche Schule im Ausland gehen oder auch eine deutsche Online-Schule besuchen. Im Gegenteil, ich finde es sogar schädlich. Wenn man in England wohnt oder wenn man in Amerika wohnt, dann soll man an eine englische Schule gehen. Es wird einem für die Karriere und die zukünftige Laufbahn
viel besser tun, wenn man fließend Englisch spricht. Ganz davon abgesehen sind die Schulen vielfach dort auch besser, zumindest wenn man auf die richtige Schule geht, als es in Deutschland. Wo wäre da der Sinn, hier ins Ausland zu gehen und sich dann hier auf eine deutsche Schule zu versteifen? Besser, die Kinder sprechen Englisch als Deutsch. Einige meiner Kinder sprechen viel schlechter Deutsch, als sie Englisch sprechen. Natürlich, manchmal ist das dann mit Verwandten etwas mühsam, aber was jetzt die Karriere betrifft, was den Verdienst betrifft, ist hier die deutsche Sprache nicht wirklich hilfreich gewesen. Also, zusammenfassend kann man sagen, Kinder sollten kein Hinderungsgrund sein beim Auswandern. Du solltest nicht eine Auswanderung verzögern oder nicht durchführen wegen deiner Kinder. Kinder sind widerstandsfähig und wenn die Familie harmonisch ist, und das ist das Wichtigste, dann freuen sich Kinder in der Regel über ein Abenteuer gemeinsam mit der Familie, mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern. Das ist eine bereichernde Zeit. Das ist eine Zeit, von der sie ihr ganzes Leben vermutlich schwärmen werden. Du kannst davon ausgehen, dass du deinen Kindern damit etwas Gutes tust, egal was dir hier negative Stimmen einreden wollen. Aber wie gesagt, ich komme auf den Punkt von vorhin zurück. Vielfach ist das natürlich auch nur ein Vorwand der Eltern, dass sie sich hier um die Kinder Sorgen machen. Das heißt, du als Elternteil müsstest dich im Grunde fragen, schaffst du es, über den eigenen Schatten zu springen? Schaffst du es sozusagen ins kalte Wasser zu springen? Oder sind bei dir Barrieren im Kopf, die entstanden sind durch deine Kindheit, durch deine Erziehung, durch die Gehirnwäsche, die ich vorhin angesprochen habe? Ich glaube, das ist der wesentliche Teil, an dem du arbeiten musst. Die Kinder, denen wird es gut gehen, wenn es den Eltern gut geht, wenn es den Geschwistern gut geht. Wenn die Familie glücklich ist, sind die Kinder glücklich. Der Ort ist dafür nicht relevant. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Mir ist natürlich völlig klar, Eltern sein, erziehen, Kinder großbringen, das ist eine ganz persönliche Erfahrung, das sind ganz persönliche Verantwortungen auch. Und da haben natürlich auch alle Eltern große Freiheiten, das selbst für sich zu entscheiden. Dafür habe ich natürlich auch Respekt, das ist völlig klar. Mach das so, wie du es für richtig hältst. Aber wenn du hier dir wirklich Sorgen machst um die Kinder in puncto Auswandern, dann kann ich dir aus eigener Erfahrung und aus der Erfahrung, die ich mit vielen Hunderten, ich will nicht sagen Tausenden von Mandanten gemacht habe, mit denen ich regelmäßig spreche, wo es den Kindern im Ausland vielfach viel besser gegangen ist als in Deutschland, wo zum Beispiel die Kinder im Ausland auf eine kleine Schule gegangen sind, Homeschooling gemacht sind, vielleicht auf eine Privatschule gegangen sind und förmlich aufgeblüht haben, wenn sie aus dem deutschen System rauskommen. Also setz dich mal gedanklich damit auseinander, dass möglicherweise genau das Gegenteil von dem passieren wird, von dem du dir jetzt Sorgen machst und was dir andere einreden wollen. Aber natürlich du und dein Partner, deine Partnerin, dein Ehemann, deine Ehefrau, ihr müsst da dahinter stehen, das ist natürlich völlig klar. Wenn ihr hier nicht geschlossen dahinter steht, dann wird es nicht funktionieren. Wobei es natürlich komplett normal ist, dass man hier gewisse Zweifel hat. Das ist immer so bei großen Vorhaben, weil einem ja auch die Erfahrung fehlt. Also Zweifel sind schon in Ordnung. Aber wie gesagt, ich meine, im Notfall kehrst du wieder zurück nach Deutschland. Was ist das Schlimmste schon, was passieren kann? In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg dabei, deine Auswanderung vorzubereiten. Ich möchte dich ermutigen. Ich glaube, das ist ein sehr großes Abenteuer, was du mit deiner Familie erleben kannst. Da entwickelt man nochmal so eine ganz neue Beziehung zu seinen Kindern und natürlich auch zu seinem Partner, zu seiner Partnerin. Da wächst man als Familie oft auch nochmal richtig so zusammen, wird zusammengeschweißt. Das ist also, so kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, ein sehr bereicherndes Erlebnis. Etwas, was dich prägt, etwas, was dich positiv prägt und dir viel mitgibt für den Rest deines Lebens. In diesem Sinne, wenn auch du vorhast, auszuwandern und sich diesbezüglich steuerliche und rechtliche Fragen geben, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu unterstützen, ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich optimiert aufzustellen und im Ausland hier ein neues Zuhause zu finden. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.